Moin und herzlich willkommen zurück zu den PS-Tipps. Wie ihr sehen könnt, heute sind wir wieder im Studio. Wir zeigen euch, wie ihr schon sehen könnt, heute mal alles über den Turbolader. Wie er aufgebaut ist, wie die Funktion ist, aber auch, was ihr beim Einbau beachten müsst. Daher, los geht's! Was macht der Turbolader eigentlich? Er saugt die Frischluft an und diese wird im Zylinder komprimiert. Durch den höheren Druck haben wir mehr Sauerstoff und können dadurch mehr Kraftstoff hinzuführen, wodurch wir eine höhere Leistung haben. Wozu brauchen wir so ein Ding überhaupt? Im Nutzfahrzeugbereich arbeiten wir in den meisten Fällen mit Dieselmotoren. Die Dieselmotoren haben eine höhere Kompression oder sind massiver aufgebaut, haben eine dickere Kurbelwelle, größere Kolben. Deshalb haben die eine geringere Drehzahl. Damit wir diese Drehzahl auch im höheren Bereich, bzw. die Leistung in den höheren Bereich haben, brauchen wir den Turbolader. Wie ist ein Turbolader aufgebaut? Wir haben hier einmal die Abgasseite und wir haben hier einmal die Verdichterseite. Fangen wir mit der Abgasseite an. Von dieser Seite kommen die Motorabgase, kommen hier rein und treiben das Turbinenrad an. Dadurch gehen die Abgase zur anderen Seite raus. Die Welle vom Turbinenrad ist mit dem Verdichterrad verbunden. Auf dieser Seite wird die Frischluft angesogen und diese Frischluft wird dann komprimiert und geht dann zum Motor. So ein Turbolader macht locker über 100.000 Umdrehungen und hat einen Ladedruck von 1 bis 2 bar. Damit die Umdrehungen nicht zu viele werden bzw. wir keinen zu hohen Ladedruck haben, befindet sich hier ein Wastegate. Über eine Klappe werden die überschüssigen Gase am Turbinenrad abgeleitet, damit der Druck bzw. die Umdrehung nicht zu hoch werden. Wir haben den Turbolader zurückbekommen. Wir haben ihn vorher im zusammengebauten Zustand einmal geprüft, alle Lager geprüft und dann haben wir ihn auseinandergebaut. Beim Auseinanderbauen konnten wir folgende Sachen feststellen, dass hier eine thermische Überlastung stattfand. Das heißt, er wurde nicht richtig geschmiert. Man kann hier die leichten Kratzspuren sehen, beziehungsweise so auch hier die Verfärbung. Daher ist es ganz wichtig, da wir hier im 100.000 Drehzahlbereich sind, dass die Schmierung vorhanden ist, beziehungsweise die Schmierung gut ist. Das heißt, hier wird er geschmiert, hier kommt das Öl rein und geht dann hier drüber, über die Welle wird es dann verteilt. Wichtig ist, wenn ihr da Fragen habt, beziehungsweise was braucht. Ich habe das mal gesagt, wir haben den QR-Code, habe ich schon mal gescannt von dem Turbolader, dann kommt ihr auf unserer Partnerportalseite. Dort müsst ihr runterscrollen, komm mal her, rufen. Müsst ihr weiter runterscrollen und so habt ihr Produktdetails und Download und Links. Und dort kommt ihr dann auf die Montageanleitung für die Turbolader. Die klickt ihr an und so habt ihr hier dann verschiedene Varianten bzw. verschiedene Positionen, die ihr einmal abarbeiten könnt, ob ihr auch wirklich alles eingehalten habt. Ein kleiner Hinweis noch, wenn ihr so einen Turbolader zum Beispiel einbaut, ist ganz wichtig die Vorschmierung. Hier oben macht ihr ein bisschen Öl rein und dreht dabei den Turbolader, dass auch wirklich überall das Öl hinkommt. Weil sobald ihr den Motor am Anfang einmal startet, hat er nicht sofort diesen Öldruck und hat nicht sofort diese Ölzufuhr. Dadurch ist er einmal vorgeschmiert und läuft nicht trocken. Weitere Fehlerbilder haben wir schon mal in einem anderen Turbolader-Video euch gezeigt. Das verlinken wir euch mal. Wichtig ist, es gibt beim Turbolader verschiedene Symptome, zum Beispiel ein Schleifen, blauer oder schwarzer Qualm, ein Leistungsabbruch oder Öl im Ladeluftsystem. Da müsst ihr bitte darauf achten, wenn ihr sowas habt, dass ihr den Turbolader überprüft. Wichtig ist, damit sowas nicht passiert, ist auch, dass die regelmäßigen Wartungsintervalle von Ölwechsel eingehalten werden. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne an unseren Helpdesk. Der Helpdesk hat jetzt auch eine App. Dort könnt ihr euch anmelden und habt dann den direkten Kontakt zu uns. Wie ihr sehen könnt, es gibt verschiedene Bauformen vom Turbolader, ob für den Transporter oder für den Nutzfahrzeugbereich. Im Partnerportal findet ihr auch verschiedenste Reparatursätze oder Montagesätze, wie zum Beispiel hier mit Schelle, Dichtung oder auch Stehbolzen mit den passenden Muttern. Zum Thema Turbo, der Ansaug ist da ganz wichtig, daher gehört der Luftfilter da auch zu. Wichtig ist, dass die Wartungsintervalle beim Luftfilter eingehalten werden, beziehungsweise zwischendurch geprüft wird, ob er dicht sitzt und dann muss er erneuert werden, beziehungsweise wenn er nicht ganz dicht sitzt, dann muss er einmal ausgeschüttelt werden. Der Ladeluftkühler gehört ebenfalls dazu, ist ganz wichtig. Dort wird die Ansaugluft heruntergekühlt für die optimale Leistung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!